Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Die Tasse Kaffee steht hier parat. Heute geht es nach Koh Chang. Aber erstmal habe ich mir hier ein wunderbares Frühstück vorbereitet, denn ich bin einige Stunden unterwegs. Von hier aus sind es gut 4 Stunden, 200 Kilometer. Und ich rechne so, dass ich zwischen 1 und 2 Uhr hier ankomme. Heute Morgen hatten wir wieder einen wunderbaren Sonnenaufgang hier bei jetzt 24 Grad. Da können wir uns also gar nicht beschweren. Und wenn ich jetzt hier das Frühstück fertig gemacht habe, dann zeige ich euch ein bisschen von der Location von Koh Chang. Ich habe mich natürlich vorher auch ein bisschen informiert, was natürlich wichtig ist. Ich will wissen, wie lange ich brauche bis dahin. Das sind 4 Stunden und 7 Minuten und 200 Kilometer bis in die Nordspitze von Koh Chang. Ja, Koh Chang ist die zweitgrößte Insel hier auf Thailand. Wir haben also Phuket, ist die größte, dann kommt Koh Chang und dann kommt Koh Samui. Was ich so mitbekommen habe in dem Internet, dann gucke ich natürlich auch gerne, was meine YouTube-Kollegen da zeigen. Sie muss so um die 30 Jahre zurückliegen in der Infrastruktur wie Samui. Samui ist relativ modern jetzt vom Straßenbau und wir haben 6 oder 7 Krankenhäuser drauf, also wir sind gut ausgestattet. Aber es soll noch richtig idyllisch da sein und ruhig. Mal sehen, es ist ja auch der Hintergedanke, dass ich vielleicht im Dezember von Samui ein paar Tage hier in Rayong bei meinen Freunden verbringe und dann anschließend nach Koh Chang fahre, um da vielleicht 3 Wochen zu bleiben. Und wenn ich bis dahin eine Partnerin an meiner Seite habe, dann fahren wir dann zu deren Ort und dann verbringen wir die Regenzeit dort. Wenn ich also sehe, bin ich ja relativ weit weg von Koh Samui. Da interessiert mich jetzt mal persönlich, wie weit bin ich denn jetzt von zu Hause entfernt. Ja, dann bin ich über 1000 Kilometer, 1088 Kilometer von zu Hause entfernt. Das wären über 17 Stunden. Ich liebe es ja mit dem Boxen zu reisen. Hier in dieser Box sind jetzt die Kleidungsgegenstände, die ich benötige für die nächsten Tage. Daneben steht die Box für Jam, den bringe ich gleich zu meinem Freund Raimund. Der freut sich schon darauf, die nächsten Tage Jam zu beherbergen. Und jetzt packen wir mal das Auto. Der Jam hat ja seine eigene Box mit dem ganzen Fressen drin. Die Boxen, die kann man hier überall kaufen, ganz günstig. Da gibt es noch größere. Die kosten um die 200 Baht, sprich 5,50 €. Kann ich also nur jedem empfehlen, der also hier länger rumreist in den Boxen. Das heißt also, man nimmt so eine Box, das ist jetzt zum Beispiel die da vorne für die Kleidung. Dann habe ich eine Box für die Küche. Küchensachen sind da drin, wie Kocher, Toaster und sowas, was man so benötigt. Und dann habe ich eine Box fürs Badezimmer, wo alles drin ist. Hinstellen und alles ist drin, da vergisst man auch nichts. Der Jam ist ganz aufgeregt, der will jetzt unbedingt ins Auto und das kennt er mittlerweile. Ja, jetzt könnt ihr mal sehen, wie er da rausspringt, da freut er sich schon drauf. Da kommt, ja, das ist doch ein richtiger Jagdhund und schon ist er weg. Also vielen Dank auch noch hier mal an den Raimund, dass er das uns ermöglicht hat oder mir ermöglicht hat, jetzt nach Koh Chang zu fahren, nämlich mit dem Jam dorthin zu fahren. Das wäre ein bisschen schwierig. Da ist man ja eingeschränkt und jetzt kann ich also voll die 24 Stunden benutzen für mich bzw. für euch, um euch Koh Chang zu zeigen. Und jetzt fahren wir los, haben schließlich 4 Stunden vor uns. Ja, liebe Zuschauer, ich bin schon eine Zeit lang unterwegs Richtung Koh Chang. Koh Chang, diejenigen, die ja schon mal in Thailand gewesen sind, die wissen, was das heißt, Elefant. Und da bin ich ja eben mal ein bisschen neugierig geworden, wieso heißt denn eigentlich die Insel Koh Chang? Laufen da so viele Elefanten rum? Habe ich mal im Internet bei Google nachgesehen.
Hat also gar nichts damit zu tun, dass da jetzt viel, viel mehr Elefanten sind. Die gibt es zwar da auch, aber die Bevölkerung meint, die Insel sähe aus wie ein Elefant. Da habe ich mir mal die Karte angeguckt. Ja, wer das denkt, der träumt auch abends von anderen Dingen. Ich sehe da keinen Elefant. Da ist zwar ein längliches Stück, aber dass da man jetzt einen Elefanten raussieht, nicht. Aber jedes Kind muss ja einen Namen haben, eben halt so auch die Insel. Und da ist dann missverständlicherweise, denkt man, da werden jetzt so viele Elefanten. Kurz nebenbei bemerkt, mein Auto fährt super, der Ford Everest. Ich kann mich daran erinnern, dass da einige Buhrufe kamen, wäre nicht gut. Na, nach der Sache mit der Einspritzdüse, die ja kaputt war, kein Problem, toi toi toi, ich bin super zufrieden damit, macht richtig Spaß damit, übers Land zu fahren. Ich habe jetzt in einem halben Jahr, habe ich jetzt gesehen, habe ich 11.000 Kilometer bin ich bis jetzt schon mit dem Wagen gefahren. So, das nächste Mal sehen wir uns dann kurz vor der Fähre. Ich habe mal geguckt, ich glaube 45 Minuten fährt die Fähre. Was ich mir ansehen möchte, ist die Landschaft. Da gibt es ja genügend Strände, habe ich im Internet gesehen und vor allen Dingen in YouTube. Wasserfälle gibt es da auch, aber die führen im Moment kein Wasser. Daher würde ich da keine Zeit dran verschwenden. Was ich auf jeden Fall mal machen möchte, kommen wir hier eine Polizeikontrolle. Ja, da ist ein Checkpoint. Hier ist ein Checkpoint. Da ist wohl noch ein altes Relikt. Nee, da sehen die Messgeräte, sind da die Temperaturmessgeräte aus der Covid-Zeit. Nach langem habe ich mal so einen Checkpoint wieder gesehen, wie ich hochgekommen bin über Bangkok. Da hatte ich schon mal so 2, 3 Stück davon gesehen, aber es wird also nichts mehr kontrolliert hier, schon lange nicht mehr. Ja, wie ich gelesen habe oder im YouTube gesehen habe, die Insel soll sehr bergig sein, bis zu 700 Meter hoch und da ist schon was. Wir haben auf Samui 650 Meter, glaube ich, ist der höchste Punkt an der Radarstation. Werde ich natürlich auch rumfliegen, wie ich gerade schon erwähnte, schnorcheln möchte ich auf jeden Fall da und die Unterwasserwelt mal filmen. Ich habe hier auch in meinem letzten Film angesprochen, wenn jemand auf Koh Chang ist, können wir uns gerne mal treffen. Daraufhin haben sich ja auch welche gemeldet, die werde ich dann besuchen. Wir werden die Zeit umkriegen oder ich werde die Zeit schon umkriegen. Jetzt komme ich aber noch auf die zweite Fähre. Die erste Fähre ist gerade komplett voll gemacht worden. Hatte schon gedacht, muss jetzt eine Stunde hier warten, aber die haben jetzt die zweite aktiviert. Super, weil genügend Fahrzeuge da sind. So. Ja, im Internet habe ich gehört, so um die 45 Minuten geht es jetzt bis nach Koh Chang. Dann werde ich dann zum Ressort fahren und einchecken. Und dann wollen wir mal schauen. So wie es aussieht, wird der Kahn jetzt auch wieder voll. Wollen also sehr viele nach Koh Chang. Auch diese Fähre wird wohl voll werden. Hier auf der Fähre gibt es auch was zu essen. Ja, und wenn der sich ein bisschen bewegt, dann hängt er wirklich mit dem Spiegel da dran. Ja, hier in dem Fall
wird die Klappe nicht mehr zugemacht, damit alle Autos drauf passen. Wir haben ja keinen hohen Seegang, das wird schon klappen. Jetzt bin ich auf Koh Chang, der zweitgrößten Insel. Ich habe ja eine Vorstellung, wie groß Samui ist ja die drittgrößte Insel. Ist also schon ja, an einem Tag nicht so ohne weiteres zu erleben. Aber ich sehe schon den Unterschied hier beim Straßenbau. Rechts und links keine Abführung der Regenwasser oder sonstigem. Das war vor 8 Jahren auch in Samui. Habe ja gehört, dass Koh Chang so 30 Jahre zurückhängt. Das heißt aber nichts Negatives. Im Gegenteil, das kann positiv, idyllisch sein. Bin mal gespannt, wie viele Touristen hier sind. Ich habe jetzt 24 Minuten bis zu dem gebuchten Coral Resort. Ich blende das mal hier ein. Die Preise, was über 2000 Baht habe ich bezahlt für 3 Nächte. Geht eigentlich. Die Übernachtung hätte normalerweise pro Nacht 1500 Baht gekostet. Und da hat es einen Sonderrabatt gegeben und da habe ich natürlich zugeschlagen. Rechts und links flankiert durch hohe Berge. Da geht es wahrscheinlich durch ein Tal durch. Auf die andere Seite, was ich mit der Drohne gesehen habe, ist auf der anderen Seite eine kleine Ortschaft. Also hier geht es ja steil hoch. Da sind ja die Teils schmerzfrei. Also hier mit einem normalen 125er Roller 2 dicke drauf geht nicht. Man sieht nur Dschungel bis hoch zu den Bergspitzen. Und die sind ja über 700 Meter hoch. Und die kommen zu Fuß hoch. Oh mein Gott. Was sofort auffällt, hier sind ein Haufen Roller. Das heißt also, sind auch Touristen hier. Rechts und links überall Souvenirläden. 7-Eleven natürlich und andere Shops. Makro ist auch hier. Ja, dann gibt es hier auch Big C. Wir sind jetzt kurz vor der Einfahrt von einem Resort. Coral Resort. Wie heißt es? Coral Resort. Ja, das habe ich auch im Google Map so gesehen. Ja, hier ist die Rezeption. Hallo? Niemand da? Hier ist die Reception. I'm booking 3 nights. Jetzt kommt das erste Mal mein neuer Pass in Einsatz.
Das ist er, den ich vor wenigen Tagen in Bangkok bekommen habe. Sawadee-Krab. So, jetzt kriegen wir das Zimmer gezeigt und ich lasse mich mal überraschen. Jetzt bin ich ja schon mal gespannt. Man weiß ja von den Bildern in den Hotels, das sieht immer top aus und dann war es Flop. Es ist nur ein 3-Sterne-Hotel, also da kann man nicht viel erwarten. Aber wenn es mal 1500 Baht gekostet hat, das ist ja schon eine Nummer. Klein. Nein, ich finde es idyllisch. Ein Bett ist okay, sieht aus. Wir haben eine Aircondition. Und was ich noch toller finde, eine richtig geile Aussicht hier auf Fischerboote. Was haben wir hier? Nichts drin. Da müssen wir noch ein paar Bier für kaufen. So, und jetzt gucken wir mal Badezimmer. Ich meine Standard, also was so ist, dass man, also wenn man auf der Toilette sitzt, dann gleich im Feuchten mit den Füßen auch sitzt. Aber ist sauber. Ich muss sagen, ist sauber, der Geruch ist angenehm, ist auch okay. Also ich habe ja unter 1000 Baht, unter 27 Euro am Tag das Jahr gemietet. So, jetzt gehe ich erstmal zum Auto und hole mal meine ganzen Sachen raus. Vor allen Dingen müssen jetzt die Kameras nachgeladen werden, die Batterien sind leer. Und wir sehen uns dann heute Abend irgendwo oder nachher. Fischerdörfchen direkt vor der Haustüre. Und da hinten grüßt die Armut. An der Rezeption habe ich ja da eben gesagt, ich bin ein YouTuber. Vielleicht wirkt das, ein besseres Zimmer zu kriegen. Ich wünsche mir ein besseres Zimmer. Ich möchte mehr Blick, ich will den Ozean sehen. Mein Wunsch ist erhört worden. Als YouTuber bekomme ich ein besseres Zimmer. Jetzt kann ich das Meer sehen. Ja, dass ich jetzt diesen kleinen Bungalow bekommen habe, für nichts, als weil ich ein YouTuber bin, Blödsinn. 500 Baht habe ich draufgezahlt und habe jetzt hier einen wunderbaren Meerblick. Den wollte ich mir nicht vorenthalten. Der kleine Bungalow gefällt mir auch hier in der Lage. Denn so einfach ist es nicht, als YouTuber etwas umsonst zu bekommen oder bessere Vergünstigungen. Das macht man normalerweise, indem man dem Management anschreibt und die können das nur bestimmen, ob man jetzt Vergünstigungen bekommt. Ich habe ja mal eine Vergünstigung bekommen in einem 5-Sterne-Hotel, 2 Übernachtungen, wo die Übernachtung 10.000 Baht gekostet hat. Das geht aber nur, wenn man also ganz oben anklopft, die Manager kennt und dann kann das so gemacht werden. Aber jetzt nicht hier an der Rezeption, ich bin ein YouTuber und bla bla bla, nichts da. Hier habe ich jetzt 500 Baht draufgezahlt, im Endeffekt sind das jetzt 1200 oder 1300 Baht. Habe ich jetzt für die Übernachtung bezahlt hier. Da gab es eine 40% Rabatt drauf und daher kann ich mir das gut leisten und ich lasse es mir gut gehen. Ja, liebe Zuschauer, das war kein anstrengender Tag. Wir waren ja nur 2 Stunden und jetzt sitze ich hier in der wunderbaren Sonne, habe meinen Drink und jetzt fange ich mal an zu träumen. Watch me, just follow every move, touch me, let me know you want it too. Don't have what you need.